ist dein Tag auch immer so stressig? Aufstehen, rennen, arbeiten. Und du hast absolut keine Zeit zum Atmen. Heute machen wir es anders. Heute nehme ich dich mit in einen ganz normalen Tag, aber Schritt für Schritt und ganz langsam, damit du wirklich verstehst und lernst. Der Morgen beginnt ganz ruhig. Mein Wecker klingelt um 7 Uhr. Ich wache auf, aber ich stehe nicht sofort auf. Zuerst strecke ich mich gemütlich im warmen Bett. Dann entscheide ich mich, aufzustehen. Ich gehe direkt ins Badezimmer. Dort wasche ich mir das Gesicht mit kaltem Wasser. Das macht frisch. Ich sehe mich kurz im Spiegel an und putze mir die Zähne. Danach dusche ich mich schnell und trockne mich ab. Zurück im Schlafzimmer ziehe ich mich an. Jetzt freue ich mich auf den ersten Kaffee. Ich fühle mich wach und bin bereit für den Tag. Hallo Lukas und hallo an alle Zuhörer. Das war gerade mein idealer Morgen. Aber wir wissen beide, dass die Realität oft anders aussieht. Heute sprechen wir über den Tagesablauf. Das ist ein super Thema, um viele neue Verben zu lernen. Sag mal Lukas, wie startest du eigentlich in den Tag? Bist du ein Frühaufsteher, der sofort aus dem Bett springt? Oder brauchst du morgens deine Zeit? Hallo Sarah! Also, Frühaufsteher ist definitiv das falsche Wort für mich. Wenn mein Wecker klingelt, bleibe ich gerne noch liegen. Aber ich habe ein festes Ritual. Bevor ich Kaffee trinke, trinke ich ein großes Glas Wasser. Das hilft mir sehr beim Aufwachen. Danach brauche ich unbedingt meinen Kaffee und ein kleines Frühstück. Meistens esse ich Brot mit Käse oder Marmelade. Ohne Frühstück habe ich keine Energie für den Tag. Erst danach dusche ich und mache mich fertig für die Arbeit. Das klingt vernünftig. Wasser am Morgen ist sehr gesund. Bei mir ist der nächste Schritt dann der Weg zur Arbeit. Ich fahre meistens mit dem Bus. Die Fahrt dauert etwa 20 Minuten. Ich mag das eigentlich sehr gerne, weil ich Zeit habe, Musik zu hören oder die anderen Menschen zu beobachten. Man sieht Schüler, Arbeiter und Touristen. Es ist immer etwas los. Im Büro angekommen, mache ich mir meistens noch einen Tee und checke meine E-Mails. Wie kommst du ins Büro? Nimmst du das Auto? Nein, um Gottes Willen. Mit dem Auto steht man hier in der Stadt nur im Stau. Ich nehme die U-Bahn. Das geht am schnellsten, auch wenn es morgens oft sehr voll ist. Im Büro ist mein erstes Ritual sehr wichtig. Ich begrüße alle Kollegen. In Deutschland ist es höflich, Guten Morgen zu sagen oder kurz in die Runde zu nicken. Dann setze ich mich an meinen Schreibtisch und schreibe eine To-Do-Liste für den Tag. Struktur ist für mich alles. Wenn ich meine Aufgaben aufschreibe, fühle ich mich weniger gestresst und kann konzentriert arbeiten. Listen sind wirklich eine große Hilfe. Aber lass uns über den wichtigsten Teil des Arbeitstages sprechen. Die Mittagspause. Hahaha. Gegen 12 oder 13 Uhr mache ich Pause. Oft gehe ich mit Kollegen in die Kantine oder wir holen uns etwas beim Bäcker. Aber manchmal bringe ich mir auch Essen von zu Hause mit. Das ist gesünder und billiger. Das Problem ist nur das Mittagstief danach. Kennst du das? Wenn man nach dem Essen so müde wird, dass man am liebsten schlafen würde? Oh ja, das Mittagstief kenne ich sehr gut, besonders wenn es Nudeln oder Pizza gab. Deshalb versuche ich nach dem Essen oft einen kleinen Spaziergang an der frischen Luft zu machen. Das bringt den Kreislauf wieder in Schwung. Der Nachmittag im Büro ist dann meistens voller Termine und Besprechungen. Man muss viel telefonieren und E-Mails schreiben. Aber irgendwann kommt der schönste Moment des Tages, der Feierabend. Ich liebe dieses Wort. Es bedeutet, die Arbeit ist vorbei und die Freizeit beginnt. Feierabend ist wirklich das schönste deutsche Wort. Wenn ich nach Hause komme, brauche ich erstmal Entspannung. Ich ziehe mir bequeme Kleidung an. Wir nennen das oft Jogginghose-Modus. Dann koche ich gerne etwas Leckeres zum Abendessen. Kochen entspannt mich total. Nach dem Essen schaue ich vielleicht eine Serie oder lese ein Buch.
Ich versuche, abends nicht mehr an die Arbeit zu denken. Wie beendest du deinen Tag, Lukas? Ganz ähnlich. Für mich ist guter Schlaf heilig. Deshalb bereite ich mich richtig darauf vor. Ich lüfte mein Schlafzimmer noch einmal gründlich. Das berühmte deutsche Stoßlüften. Frische Luft ist wichtig für einen tiefen Schlaf. Ich versuche auch mein Handy eine halbe Stunde vor dem Schlafen wegzulegen, damit ich zur Ruhe komme. Dann gehe ich ins Bett, meistens so gegen 23 Uhr, damit ich am nächsten Morgen wieder fit bin. Das war unser Tag im Schnelldurchlauf. Bevor wir zum Quiz kommen, fassen wir die wichtigsten Wörter noch einmal zusammen. Lukas, welche Wörter waren heute besonders wichtig? Gerne. Hier sind 4 wichtige Begriffe. Erstens, sich beeilen. Das bedeutet, man muss schnell sein. Zum Beispiel, ich bin spät dran, ich muss mich beeilen. Zweitens, die Besprechung. Das ist ein anderes Wort für Meeting. Wir haben um 14 Uhr eine Besprechung. Drittens, der Feierabend. Das Ende der Arbeitszeit. Und viertens, sich entspannen. Das bedeutet relaxen. Am Abend entspanne ich mich auf dem Sofa. Jetzt machen wir einen kleinen Test. Schau dir das Video an. Ich zeige dir eine Situation und du sagst laut, was ich mache. Bist du bereit? Die Antwort ist, ich putze mir die Zähne. Die Antwort ist, ich beeile mich. Die Antwort ist, ich kaufe ein. Das hast du super gemacht. Ich hoffe, unser Tagesablauf war interessant für dich. Wenn du den ganzen Text noch einmal lesen möchtest, kannst du dir das Skript in der Beschreibung herunterladen. Genau. Und wir haben eine kleine Hausaufgabe für dich. Schreib uns deinen Morgen in die Kommentare. Trinkst du Kaffee oder Tee? Wann stehst du auf? Lukas wird die ersten 10 Kommentare persönlich korrigieren. Auf jeden Fall! Ich freue mich auf eure Kommentare. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren für mehr Deutschvideos. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis bald.